Man hat uns in die Wüste geschickt. Na, zum Glück wurde dort in die Wüste aber auch eine Stadt gebaut. Eine Stadt der Superlative. Die höchsten Wolkenkratzer, die edelsten Shopping-Malls, die aufregendsten Freizeitaktivitäten. Wir sind eingetaucht in eine Mischung aus Tradition, kultureller Vielfalt und Moderne. Wir wollen euch hier aber auch nichts vom Kamel erzählen. Es ist eine Stadt voller Widersprüche. Auf der einen Seite unvorstellbare Mengen an Luxus und Prunk, aber auch extreme Armut und Ungleichheit. Es ist ein Ort, an dem das Geld regiert. Wir versuchen uns nicht zu sehr von dieser glitzernden Fassade blenden zu lassen, sondern betrachten auch die Schattenseiten. Habt ihr Lust mitzukommen? Auf geht's in die faszinierende Luxus- und Hightech-Metropole am Arabischen Golf. Is it okay to use camera? Okay, no problem. I'm no problem. Why? Okay. Oh, because it's your taxi. No taxi is army. Army Air Base, eh? Okay. Ja. So, wir verlassen jetzt das Rove at the Park und fahren jetzt leider schon zu unserem letzten Hotel, das Grand Cosmopolitan. Da sind wir tatsächlich mal 3 Nächte. Ich bin gespannt. Und ich habe gerade zu Marco gesagt, es war eigentlich ganz schön, mal ein bisschen außerhalb der Stadt zu sein, weil hier ist es wirklich, hier gibt es eine schöne Parkanlage, der Verkehr ist nicht zu hören, also es ist wirklich eine kleine Oase hier draußen. Und wenn ihr vorhabt, einen der Park zu besuchen, in die Mall zu gehen, seid ihr auch super beschäftigt und vermisst auch die laute Innenstadt gar nicht. Aber jetzt fahren wir trotzdem zurück, weil ein paar Sachen haben wir noch auf unserer Liste. Zum Beispiel den Burj Khalifa und auch einen der Wasserparks. Aber jetzt fahren wir erstmal zum Hotel. Also das geht schon gut los. Da denkst du, du bist hier in so einem super teuren Hotel. Und wir haben ja über Booking ein Zimmer mit 2 Betten gebucht. Ihr habt das Zimmer gerade gesehen. Jetzt bin ich nochmal runter zur Rezeption gegangen, habe gesagt, hey, das ist das falsche Zimmer. Und heute Morgen war doch schon alles geregelt, dass wir ein Zimmer mit 2 Doppelbetten kriegen. Jetzt sagte sie mir gerade, die sind leider komplett ausgebucht. Und es wäre kein Zimmer mehr mit 2 Betten zur Verfügung. Das ist doch krass, in so einem Haus hier. Jetzt habe ich mal gesagt, ich möchte erstmal den Manager sprechen. Mal gucken, was da passiert. Echt, unglaublich. Mache ich ein Spiel auf Papas Handy. Unglaublich, oder? Und ich mache ein Spiel. Unglaublich. Und jetzt ist Susi auch noch nicht mal dabei, weil Susi hätte jetzt mal richtig auf den Tisch gehauen. Ich bin da ja leider nicht so gut drin, aber Susi wäre mal richtig ausgeflippt. Krass, ey. Unglaublich. So, jetzt sind wir mal gespannt. Die Dame von der Rezeption war gerade noch mal eben bei uns und hat uns ein neues Zimmer gegeben. Ist ein bisschen irritierend, denn wir waren heute Morgen schon mal hier, wollten schon einchecken, da war das Zimmer noch nicht fertig. Der Kollege hat gesagt, er kümmert sich um alles. Ihr wisst ja, die Nummer mit dem Zimmer ist nicht so einfach für 3 Leute. Deswegen haben wir auch extra bei Booking ein Zimmer mit 2 großen Doppelbetten gebucht. Ja, eben gerade meinte die Dame halt einfach, hier ist das Hotel komplett ausgebucht. Es gibt kein Zimmer mehr mit 2 Doppelbetten. Was ein bisschen eigenartig ist, denn wir waren ja heute Morgen da und der Kollege hat gesagt, er bereitet alles vor. Wie dem auch sei, wir haben jetzt ein anderes Zimmer gekriegt und das gucken wir uns jetzt mal an. Oder? Ja, los geht's. Los geht's. Ja, das ist ein großes Zimmer, wa? Okay. Ja, mal gucken, ne? Ich glaube, vor der Tür steht Jungs mit dem anderen Bett. Die können wir mal reinholen.
das hier draußen aus? Nein, Papa, ich möchte auch mal filmen. Kannst du auch gleich. Ich will dir was zeigen. Oh, das sieht ja schön aus. Jetzt sind wir ein bisschen näher an der Skihalle, ne? Wo ist denn die Skihalle? Da, hinter das graue Ding da. So, jetzt zeige ich auch auf etwas. Kommt mit! Komm mit, Mama. So, ich zeige euch jetzt mal das Badezimmer. Das wird toll. Hier, guckt euch das an. Hier gibt es eine Badewanne und noch eine extra Dusche. Eine begehbare Dusche, ne? Ja, das sieht ganz gut aus. Da kann man nicht meckern. Und hier geht, ich weiß nicht, das ist irgendwas zum Einschmieren, aber... Ja, da Und hier gibt es noch einen extra Ein Spiegel. Schminkspiegel ist Und da. hier Das noch stimmt. ein Was ist hier? Telefon. Warte mal. Es ist nur ein Dreher. Ja. Leider. Und hier, Manchmal ist es ja so, dass du ein Radio oder so noch hast, oder? und hier ist noch so, was auch nicht, ist so ein Wascher. Ja, da kannst du dir den Popo mit waschen. Und hier ist noch so ein Wascher. Ja, da kannst du dir dein Gesicht mit waschen. Und damit kann man sich auch noch den Popo waschen. Ja, da kann sich auch Popo waschen. Oder die Füße oder so. Ja. Oh, das Sofa ist ganz schön gemütlich, finde ich. Ja, aber guck mal, das ist ganz schön dreckig hier. Kaffeeflecken, hier sind nochmal Flecken. Müssen wir jetzt mit der Seife hier ran? Ja, wir haben uns nämlich unser Sofa zu Hause auch mal gereinigt. Wir haben uns bei Butni, das ist eine Drogeriekette in Hamburg, haben wir uns so einen Nasssauger ausgeliehen und das hat 20 € gekostet und damit konnten wir komplett unser gesamtes Sofa einmal sauber machen. Das war ziemlich cool, oder? Naja, darum geht es ja jetzt gar nicht. Wir sind jetzt hier in unserem Hotelzimmer. Wie gefällt es dir, Lotti? Also mir finde ich, ist super toll, riesengroßer Platz zum Turm, schöne Betten, super Fernseher, tolle Schränke, Ja? Koffers und sogar eine kleine Eckenküche. Ja, also ich finde es ganz schön hier. Und im Vergleich zu den anderen Hotels, findest du das hier ist das schönste Hotel oder fandst du irgendein anderes schöner? Ein paar fand ich sogar genauso gut und manche auch ein kleines bisschen besser. Aber das hier ist auch sehr schön. Das stimmt, das geht mir auch so, weil hier ist es, also die Klimaanlage läuft auch gerade auf vollen Touren. Wir haben ja jetzt ein Upgrade gekriegt auf eine Suite. Das soll hier eine Suite sein. Was ist eine Suite, Papa? Eine Suite ist halt irgendwie schon eigentlich theoretisch sind es 2 Zimmer, aber vom Platz her hätte man hier auch locker mal 2 Zimmer Hört draus sich machen an können. wie ein sehr teures Zimmer. Ja, es ist auch ein sehr teures Zimmer, genau. Und wir haben eigentlich ein Upgrade angeboten bekommen, aber ich muss halt sagen, es ist schon wieder meckern auf hohem Niveau, aber so ein richtiges Upgrade ist das, fühle ich halt irgendwie nicht so. Weil das andere hätte, nicht, dass wir es jetzt unbedingt brauchen, ne, aber hätte 2 Doppelzimmer, Quatsch, 2 Doppelbetten gehabt. Warum läufst du denn weg? Ich komme wieder her. Gott sei Dank. Ja, also wie gesagt, ne, nicht, dass wir jetzt unbedingt irgendwie so ein fettes Upgrade verdient und gebraucht hätten. Aber ich muss sagen, also ich fühle mich jetzt hier nicht wirklich geupgradet. Also ich glaube, unser Zimmer mit 2 großen Doppelbetten wäre eigentlich sogar besser gewesen als die Situation jetzt. Das ist ja gefühlt wie so eine Notlösung, die sie jetzt hier rausgeholt haben. Oh Mann, ey, guckt mal, was ich hier gerade entdeckt habe. Der Tresor ist hier in der Schublade. Jetzt kann man ja sagen, oh, das ist aber schlau, aber ich kann die ganze Schublade natürlich rausnehmen, ne? Die ist ja hier nur aufgehängt. Dann klaue ich halt nicht den Tresor, sondern ich klaue die ganze Schublade samt Tresor. Das ist ja mega albern, das habe ich noch nie gesehen. Und dann stecke ich diese Schublade einfach in irgendeine große Tasche und weg bin ich. Also, wer macht denn so einen Blödsinn? Also, das ist ja jetzt mal, ey, Leute. Ist das Ding überhaupt festgeschraubt oder steht es nur drin? Naja, gut, aber ich kann die ganze Schublade natürlich mitnehmen. Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
wir waren ja sogar in diesem Hotel frühstücken und das Schlimme an diesem Hotel ist einfach der Umgang mit Müll. Nun guckt euch das mal an. Hier ist die Fernbedienung drin. Und um uns zu zeigen, dass das irgendwie gereinigt wurde oder ich habe keine Ahnung, ordentlich in dieses kleine Etui reingepackt wurde, also die Fernbedienung, ist das nochmal in Folie eingeschweißt. Das versteht doch keiner, weil ich meine, die sind ja nicht neu, die schmeißen jetzt doch nicht dieses Etui weg mit der Fernbedienung. Das ist so ein Schwachsinn, also es macht so viel Müll und vor allen Dingen, das ist beim Frühstück leider auch so gewesen, das Besteck war immer in Folie und wenn du neues Besteck gebraucht hast... Und dann also normales Besteck und der Teelöffel nochmal extra. Genau, und wenn du quasi zweimal gegangen bist, weil es war ja Frühstücksbuffet, wenn du zweimal gegangen bist, dann hast du nochmal so ein verpacktes Ding gekriegt. Und jetzt könnt ihr euch ja ausrechnen, wie viel du gekriegt hast, wenn du dreimal gegangen bist. Wie viel Müll hier produziert wird mit dem Krams. Unnötig. Und dann haben sie hier ein Green-Programm. Ne? Also da denkst du dir doch, Leute, Alter, was stimmt mit euch nicht, ne? Zeig mal. Hier, guck's dir an. Also du sollst halt drauf achten, ne? Dass die Klimaanlage nicht die ganze Zeit läuft, dass das Wasser nicht die ganze Zeit läuft. Und dann produzieren die hier ohne Ende Müll. Okay, Mama sagt mal was. Ja, es ist doch Wahnsinn, ne? Es reicht ja nicht nur, die größte Shopping Mall zu haben, hier mit der Dubai Mall oder wie das höchste Gebäude der Welt. Oder Tennisplätze mal eben auf dem Dach drauf. Nee, die haben hier auch noch eine Kartbahn aufs Dach gebaut. Mann, 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 Leute, was stimmt denn mit euch nicht hier?
nicht so viel sammeln. Okay. Ja? Ja. Los geht's. Ja, das war's schon wieder mit Dubai. Ratzefatze ging die Zeit vorbei. Oh Mann. Unglaublich. Was waren so deine Highlights? Ganz schön viel. Also erstmal war es eine coole Idee, dass wir uns in verschiedenen Hotels aufgehalten haben. Wir haben ja Fand immer ich auch sehr gut. Hotelhopping gemacht. Genau. Da waren sehr coole dabei und welche, die waren so, ja, so. Ich fand den Aquapark total cool, den Wild Wadi, dass wir uns dann mit der Familie getroffen haben, die wir letztes Jahr auf Sansibar kennengelernt haben. Das war mega, dass das geklappt hat. Ich fand es cool, die Shopping Malls sich anzugucken. Ich fand es cool, mal am Strand zu sein. Das Museum der Zukunft war, also das Gebäude war extrem beeindruckend. Was habe ich vergessen? Wir haben so viel gemacht. Ja, das stimmt. Du solltest ja auch eigentlich nur die Highlights aufzählen. Mein Geburtstag war natürlich ein Highlight, dass wir da mit so einem privaten Boot gefahren sind. Durch Zufall, ja, war cool, ja, das hat stimmt. sich so ergeben. Also das war sehr, sehr cool. Ja, nee, also dem kann ich gar nicht so viel hinzufügen. Für mich war natürlich auch die Expo sehr, sehr spannend. Das war leider sehr voll, aber wir haben natürlich auch nochmal 2 Tage Expo mitgemacht. Ja. Das hat eigentlich nicht gereicht. Also wenn ihr noch mehr Zeit habt und Bock darauf habt, dann gönnt euch dann noch ein paar extra Tage. Du sagst das immer so, die gucken die Filme, wenn das schon längst vorbei ist. Das ist die Expo ist jetzt noch genau diesen Monat und dann ist es Ich korrigiere, dann ist wenn die Schluss. nächste Expo kommt, plant genug Zeit ein. Ja. Genau. Ja, also... Lotti hatte auch Spaß. Ich habe sie gestern gefragt. Sie meinte auch, der Wasserpark war cool. Gestern haben wir noch was sehr, sehr Cooles gemacht mit Lotti. Also ich war mit ihr in Kidzania. Das war ja diese Stadt für Kinder, wo die so verschiedene Arbeiten machen konnten. Und dann haben die Geld verdient und konnten sich mit ihrem selbstverdienten Geld was kaufen. Also Capitalism at its best. Aber Lotti war es egal. Sie hatte mega Spaß da. Ich war total fertig und wollte aus dem Spieleparadies abgeholt werden. Ja, also unterm Strich ist Dubai auf jeden Fall eine Reise wert. Ich weiß, wir haben jetzt hier kein kritisches Video zum Thema Dubai gemacht. Ich glaube, man könnte da auch genug Kritisches zu sagen. Aber wir hatten jetzt nicht so eine Situation wie auf Sansibar, dass hier überall Müll rumlag. Es ist extrem sauber hier. Es wird extrem auf Regeln geachtet. Ich stand gestern zum Beispiel auf einer Treppe und habe mich mal umgeguckt. Da kam sofort so ein Aufpasser, der hat gesagt, hier auf der Treppe dürfen nicht gestanden werden. So, da musste ich gleich irgendwie die Treppe verlassen. Nee, also die Treppe ist nur zum Hoch- und Runterlaufen. Man darf da nicht stehen bleiben. Ja. Also es gibt hier unheimlich viele Regeln. Es wird auch sehr, sehr darauf geachtet. Man hat auch gefühlt, dadurch, dass hier natürlich diese Gehaltsklassen relativ niedrig angesetzt sind, für jede Geschichte immer irgendeinen, der aufpasst, irgendeinen, der sauber macht, irgendeinen, der rumläuft und darauf achtet, dass auch alles so läuft, wie es laufen soll. Also einen Kritikpunkt hätte ich doch. Also manche Sachen sind abartig teuer, also was so Essen angeht. So wenn man mal im Supermarkt war, du hattest glaube ich mal so eine Alpro Soja Kaffee Latte. Umgerechnet 6 Euro. Für so ein Becher. Für nicht mal, ich glaube, also nicht mal 0,2. Also, und dann habe ich den noch in 2 Schlucken ausgetrunken. Ja, gut. Klar, aber man muss halt sagen, auch wer sich hier vegan ernähren möchte, auch das ist hier möglich. Also klar, natürlich, was extrem spannend ist, ist der Einfluss der unterschiedlichen Länder, die hier auch ihr Zuhause gefunden haben. Also es gibt sehr viele indische Restaurants, es gibt sehr viele Pakistanis. Ja. Das macht schon echt auf jeden Fall Spaß. Also wer hier zum Shoppen herkommen will, wer hier zum Badeurlaub herkommen will, wer hier zum Essen herkommen will, also kulinarisch auch Hammer. Alles da, alles alle dabei. Preisklassen, also ihr könnt euch hier echt austoben. Genau. Wir sind große London-Fans, also gerade was so diese Variation an Essen angeht, aber Dubai kann da absolut in einer Liga mitspielen. Das macht echt Spaß. Ja, aber man kann halt sagen, also auch das ist so ein bisschen das südländische, also das südliche New York. Ne? Es ist halt so ein bisschen mit New York für... Superreiche, noch reichere, noch verrücktere Ideen? Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, wie man es politisch ausdrückt. Es sind halt extrem viele Inder hier, es sind halt sehr viele Chinesen hier. Das ist in New York nicht also ein bisschen so, aber also hier natürlich ein bisschen auffälliger. Man hat hier eher Gegenden und Ecken, wo du mit Hautgruppe 1 sehr auffällst. Also Lotti und ich sind hier schon teilweise sehr aufgefallen. Aber nur, wenn man halt auch diese Ecken sucht und wenn man dahin will. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass alle super, super freundlich sind. Also vom Taxifahrer
im Restaurant, also überall extrem höflich und was mir persönlich total gut gefallen hat, sie sind super nett mit Kindern. Also wenn du mit dem Kind hier in die U-Bahn steigst, es steht immer jemand auf und macht Platz für dich. Das habe ich in Deutschland ehrlich gesagt. Das stimmt, ja. So und nicht. es ist halt, es soll ja auch eine extrem sichere Stadt sein. Ja. Also wir haben ich habe auch mich hier sicher gefühlt. definitiv, aber ich will auch nicht wissen, wie die Strafen ausfallen, wenn man mal hier was verbrochen hat. Also gerade da so sehr auf Regeln geachtet wird und die Leute, also klar, du hast hier natürlich auch dieser Split zwischen Reich und Arm ist hier so extrem, so extrem. Ja. Du hast hier einfach die Leute, die nur ein paar Klamotten haben, neben dem fetten McLaren stehen. Also aber Bettler siehst du hier nicht. Du siehst keine Obdachlosen irgendwo ja, weil die werden rausgehalten. Die werden rausgehalten. Die mit sitzen, also wir sind ja ganz kurz mit der Bahn einmal vorbeigefahren. Es gibt hier halt auch noch so ein bisschen eine Art Slum. Aber wie gesagt, wir wollten jetzt in diesem Video auch gar nicht über die negativen Seiten sprechen. Da gibt es in Dubai auf jeden Fall unzählige von, natürlich auch. Aber es gibt auch sehr, sehr viele schöne Seiten. Wir haben in dieser kleinen Episode jetzt nur die schönen Seiten genossen und euch auch nur die schönen Seiten gezeigt. Unter diesem Sinne können wir auch sagen, vielen, vielen Dank fürs Anschauen, Leute. Nö. Was müssen Sie noch machen? Mal nach Dubai fliegen. Richtig. Und vor allen Dingen? Die Ohren zupfen. Nee, die Ohren steif halten. Ne? Genau. Ja, vielen Dank fürs Angucken, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mal sehen, wohin. So, steigen wir jetzt ein? Ja. Ach so, eine Sache habe ich noch vergessen. Kannst du es dir denken? Wer noch nicht den Kanal abonniert hat, der könnte es doch jetzt tun. Wir würden uns total freuen. Das stimmt, denn es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Die Zukunft ist zwar nicht so ganz gewiss, aber sie wird sehr spannend. Also, bleibt dabei. Tschüss. So sieht's aus. Nochmal heute.